eine Exponentialgleichung und ein möglicher Lösungsweg. Herzlich willkommen. Was sehen wir hier? 3 hoch x plus 1 und hier steht 3 hoch x minus 1. Wir denken an die Potenzgesetze oder an das eine Potenzgesetz, das hier gerade angewendet wird. Wenn wir zwei Potenzen mit gleichen Basen multiplizieren, dann bleibt die Basis stehen und die Exponenten addieren wir. Ja, wir wenden dieses Potenzgesetz in umgekehrter Reihenfolge an, sodass wir 3 hoch x plus 1 als 3 hoch x mal 3 hoch 1 schreiben können und 3 hoch x minus 1 als 3 hoch x mal 3 hoch minus 1. Im nächsten Schritt klammere ich 3 hoch x aus. 3 hoch x steht vor der Klammer und in der Klammer bleibt einmal 2 mal 3 hoch 1, das ist 6, und 4 mal 3 hoch minus 1, also 4 mal 1/3 stehen. Das Ganze bleibt also in der Klammer, gleich 66. Ja, an dieser Stelle hätte ich natürlich auch noch 2 mit ausklammern können. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Jetzt möchte ich gerne einmal 4 mal 1/3 unter die Lupe nehmen und nochmal ganz genau zeigen oder einmal hinweisen, dass 4 mal 1/3 nicht dasselbe wie 4 1/3 ist. 4 mal 1/3, da sind dann zwei rationale Zahlen, die multipliziert werden, also 4 Eintel mal 1/3, das ist 4/3. Und 4 1/3, das ist ein gemischter Bruch. Das ist also 4 plus 1/3, das wären 12/3 plus 1/3, 13/3. Gut, an dieser Stelle genug dazu. Ich habe einen Short, den verlinke ich hier an dieser Stelle und wir gehen weiter. 6 ist 18/3, das heißt 18/3 plus 4/3 sind 22/3, das ist das, was hier steht. So, das ist ein bisschen unübersichtlich. Genau, hier war eine Klammer, die habe ich einmal weggestrichen. Genau, und im nächsten Schritt dividiere ich durch 22/3 oder ich multipliziere mit 3 22. Ja, dann können wir hier 66 und 22 mit 3 kürzen. Also erhalten wir 3 hoch x mal gleich 3 hoch 2. Zwei Potenzen mit gleichen Basen sind gleich und aufgrund der Injektivität der Exponentialfunktion sind dann gezwungenermaßen oder zwingend auch die Exponenten gleich. Das heißt, unser x, also das gesuchte Element ist gleich 2. Und das ist die Lösung unserer Gleichung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Abonnieren meines Kanals. Bis demnächst.